Was ist eine Hochschulzugangsberechtigung? Wenn du ein langes Wort siehst, solltest du es erstmal auseinandernehmen. Hochschulzugangsberechtigung. Siehst du die kleinen Bausteine dieses Wortes? Die Hochschule. Das ist eine wissenschaftliche Einrichtung des tertiären Bildungsbereichs. Das bedeutet, dass es nach der Schule kommt. Beispiele von Hochschulen sind Universitäten, also Unis, und Fachhochschulen, also FHs. Der Zugang, der Gang oder der Weg, der das Betreten eines bestimmten Ortes ermöglicht. Wenn man Zugang hat, bedeutet das, dass man eben hingehen kann, dass es möglich ist, dahin zu gehen. Die Berechtigung. Wenn man eine Berechtigung auf etwas hat, bedeutet das, dass man eben das Recht darauf hat. Man hat dann Erlaubnis. Die Hochschule plus der Zugang plus die Berechtigung. Das E bei Hochschule fällt weg und weil G und B nicht gut zusammenpassen, tun wir ein S dazwischen. Also Hochschulzugangsberechtigung. Die Hochschulzugangsberechtigung. Und ist das Wort der, die oder das? Die. Warum? Weil wir immer den Artikel vom letzten Baustein, also die Berechtigung, nehmen. Die Hochschulzugangsberechtigung ist also eine Art Berechtigung. Okay, jetzt verstehen wir, wie das Wort aufgebaut wird und dass es eben etwas damit zu tun hat, an einer deutschen Hochschule studieren zu können. Aber was bedeutet das, wenn ich als Ausländer in Deutschland studieren möchte? Gute Frage. Eine Hochschulzugangsberechtigung ist ein Zeugnis, das Deutsche am Ende des Gymnasiums bekommen, das sie zum Studium an einer deutschen Hochschule ermöglicht. Wenn jemand kein Abitur auf einem Gymnasium gemacht hat, gibt es aber trotzdem Möglichkeiten, eine Hochschulzugangsberechtigung zu bekommen. Das gilt für Deutsche, aber auch für Ausländer. Ausländer wie ich sollen sich informieren, weil der Schulabschluss in manchen Ländern nicht mit dem deutschen vergleichbar ist. Deswegen muss man manchmal ein Studienkolleg besuchen, eine Aufnahmeprüfung schreiben oder sogar noch ein paar Semester zu Hause studieren. In einem Studienkolleg kann man auch Zugang zu einer deutschen Hochschule bekommen, auch wenn der Schulabschluss von zu Hause alleine nicht dafür reicht. Es ist sowas wie ein Vorstudium oder Propedeutikum. Oft wird aber vorausgesetzt, dass dein Schulabschluss und gegebenenfalls Testergebnisse als Hochschulzugangsberechtigung in deinem Heimatland zählt. Das heißt, wenn du zu Hause nicht studieren könntest, kannst du auch in Deutschland nicht studieren und du kannst nicht an einem Studienkolleg teilnehmen. Es gibt aber unterschiedliche Arten von Studienkollegs. Ich würde die staatliche empfehlen, weil sie kostengünstiger sind. Die können aber auch variieren. Also je nach Studienkolleg bezahlt man zwischen 100 und 500 Euro pro Semester. Und man geht für 1 bis 2 Semester hin. Das heißt, man kann mit ungefähr 100 bis 1000 Euro rechnen für das ganze Studienkolleg. Das ist vergleichbar mit den Kosten während des eigentlichen Studiums. Staatliche Studienkollegs gibt es aber nicht in jedem Bundesland. Es gibt private und kirchliche, die kosten aber zwischen 100 und 8000 Euro pro Semester, da es eben nicht einheitlich geregelt ist.
In allen Fällen wird man eben trotzdem die Vorteile haben, die Studierende in der jeweiligen Stadt haben. Das bedeutet, dass man beispielsweise ein Ticket für die Öffis bekommt oder in Studentenwohnheimen wohnen kann und so viel mehr. In allen Fällen werden alle Kollegiaten Deutschkurse belegen und Schlüsselqualifikationen machen. Das heißt, du wirst in dem Semester oder in dem Jahr dein Deutsch verbessern, aber auch lernen, wie du dein Studium am besten organisieren kannst, wie du Quellen findest oder wie du in einem Seminar eine gute Präsentation halten kannst. Auch wenn man sein Deutsch bei einem Studienkolleg verbessern kann, werden Deutschkenntnisse vorausgesetzt. Je nach Studienkolleg braucht man B1 oder B2. Das heißt, die Kurse fangen entweder mit B2 oder eben C1 an. Die anderen Kursen werden eben nicht von allen belegt. Die Kollegiaten werden in 5 Gruppen aufgeteilt. Zumindest ist das normalerweise der Fall. Das heißt Geisteswissenschaften, Medizin, Wirtschaftswissenschaft, Technik und Sprachen. So kannst du eben relevante Sachen lernen. Je nach Studienkolleg und Fachbereich werden auch Englisch und oder Mathekenntnisse vorausgesetzt. Am Ende eines Studienkollegs muss man eine Feststellungsprüfung ablegen. Dabei wird festgestellt, ob du eben diese fachspezifische Kenntnisse auf dem Abiturniveau hast. Das heißt eben, dass deine Kenntnisse in diesen Kursen, in diesen Fächern mit den von Deutschen vergleichbar ist. Darüber hinaus muss man auch beweisen können, dass man über die richtige Deutschkenntnisse für das jeweilige Studium verfügt. Wenn das der Fall ist, kann man ganz normal studieren. Wie gesagt, haben nicht alle Unis oder alle Bundesländer Studienkollegs, aber manche Unis haben auch andere Systeme, die außerhalb von Studienkollegs sind. Sie funktionieren aber oft recht ähnlich. Im Land Brandenburg, also wo ich studiere, gibt es beispielsweise Studienvorbereitung Brandenburg. Und wie habe ich eine Hochschulzugangsberechtigung bekommen? Ich habe meinen Bachelor in meinem Heimatland gemacht. Das hat dann als Hochschulzugangsberechtigung gezählt. Ich habe alle Unterlagen aus meiner Schulzeit, aber auch von der Universität in den USA, wo ich meinen Bachelor gemacht habe, eben gesammelt und bei UniAssist eingereicht. UniAssist ist eine zentrale Dienststelle, die Hochschulzugangsberechtigungen von Ausländern überprüfen kann. Das machen sie, sodass die Universitäten nicht alle unterschiedliche Schularten von allen Ländern kennenlernen muss, sondern diese zentrale Dienststelle macht diese für die Unis. Nicht alle Universitäten nehmen aber teil. Gleichzeitig übernimmt UniAssist manche Bewerbungsprozesse auch in anderen Fällen, wenn es nicht damit zu tun hat, dass die Bewerber Ausländer sind. Schreibe mir unten in die Kommentare, wenn du mehr über UniAssist wissen willst. Ich glaube, das ist so ein großes Thema, dass ich ein ganzes Video dazu machen könnte. Ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen. Gib mir einen Daumen hoch, wenn du mehr von solchen Videos sehen willst. Und vergiss nicht zu abonnieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss!